Decathlon hat nun endlich mit der sogenannten Minimal Editions eine komplette Ausrüstungsserie nur für Ultraleichtartikel rausgebracht. Unter anderem auch das Ein-Personen-Zelt MT900, was optional auch für 2 Personen gibt. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es aktuell wirklich das beste Zelt für Einsteiger? Das Ganze wiegt 920 Gramm für nur 150 €, was auf dem Papier erstmal unglaublich gut klingt. Und einerseits will ich herausfinden, wie ist wirklich das minimale Gewicht, was kann man hier noch reduzieren mit einfachen Mitteln, und wir werden das Ganze heute auf Herz und Niere testen und uns alle Details mal anschauen. Aber zuerst schauen wir uns den Aufbau an. Der mitgelieferte Packsack des MT900 Minimal Editions kann das Zelt auf bis zu 2,5 Liter Volumen komprimieren und wiegt 28 Gramm. Es ist ein doppelwandiges Zelt und besteht damit aus einem 396 Gramm schweren Außenzelt und einem 310 Gramm schweren Innenzelt, die direkt miteinander verbunden sind. Und das sorgt für einen schnellen und einfachen Aufbau, und es ist dadurch besonders gut vor Kondensation geschützt und eignet sich so auch für feuchtes und kaltes Klima. Ein 10 Gramm schwerer kleinerer Packsack beinhaltet 10 Aluminiumheringe, die jeweils 10 Gramm wiegen, zusätzliche Abspannleinen und 2 25 Gramm schwere Alustangen. Das Zelt ist nicht freistehend und muss so zunächst mit mindestens 6 Heringen an jeder Ecke befestigt werden. Und um dann mehr Bodenfreiheit zu erhalten, gibt es an einer Seite eine vorgeknotete Dreieckskonstruktion, die durch die beiden kurzen Alustangen gestützt wird. Als Hauptträger dienen dann aber die eigenen Trekkingstöcke, die einfach zentral auf beiden Seiten platziert werden. Decathlon spricht bei dieser Konstruktion dann von einem Kuppelzelt. Es ähnelt klassischerweise aber eher einem Pyramidenzelt bzw. Tarptent. Die Stöcke werden dann einfach unten mit der Spitze in kleinen Aluminiumösen befestigt und sollten optimalerweise für die beste Zeltspannung auf einer Länge zwischen 1,10 Meter und 1,20 Meter eingestellt sein. Es gibt einen seitlichen Haupteingang mit einem kleinen überdachten Vorzelt außerhalb des eigentlichen Innenzelts, unter dem man dann zum Beispiel seinen Rucksack und Schuhe trocken lagern kann. Ja, auf der anderen Seite steht der Trekkingstock dann außerhalb des Zeltes und wird oben in einem großen Luftschlitz platziert, der dann mit einer einzelnen langen Leine aufgespannt und so offen gehalten wird. Ein nettes Detail ist noch, dass das Außenzelt mit einem Klettband in der Mitte des Trekkingstocks befestigt werden kann und somit nochmal mehr Platz im Innenraum entsteht. Zum Schluss müssen dann noch die beiden Alustangen eingesetzt werden, die aus 2 verbundenen Teilen bestehen und so auch kompakt gelagert werden können. Und dazu steckt man die Spitze zunächst oben in eine speziell gefaltete Stofflasche rein und lässt das andere Ende dann mit etwas Kraft einfach in die untere Lasche reinrutschen. Alle Befestigungen und Leinen können dann nach Bedarf noch nachgespannt werden, damit das Zelt gerade und windfest stehen kann. Und zusätzlich könnte man optional noch eine Leine an einer oberen Lasche festmachen und das andere Ende dann zum Beispiel um einen Baum knoten, sodass man im Zelt noch mehr Kopffreiheit erhält. Damit ist der Aufbau auch schon fertig und dauert mit etwas Übung knapp weniger als 5 Minuten. Das Außenzelt besteht aus 20% thermoplastischem Polyurethan und 80% Polyamid und ist wie alle Artikel aus den Minimal Editions komplett ungefärbt und weiß. Und das sorgt einerseits für weniger CO2-Emissionen bei der Produktion und andererseits für einen Look, der sehr stark an andere hochwertige Ultraleichtzelte aus DCF oder Ultra erinnert. Perfektes Timing, jetzt hat es richtig angefangen zu regnen und da können wir direkt über die Wasserdichtigkeit sprechen und die einmal testen. Der Außenstoff an den Wänden widersteht eine Wassersäule von 2000 mm und am Boden ist es ein bisschen mehr, 3000 mm. Bis jetzt ist ja also noch nichts durchgegangen, das werde ich mal beobachten. Ja, ansonsten hat man hier eine Menge Platz. Ich bin 1,89 Meter groß zur Referenz und die Sitzhöhe hier beträgt 90 cm. Das passt für mich ganz gut. Ich kann also hier in diesem wirklich breiten Vorzelt, nenne ich es mal, meinen Rucksack auslegen. Ich könnte schön kochen und meine Schuhe und mein ganzer anderer Kram hat hier auf jeden Fall auch Platz. Wenn wir das Innenzelt mal zumachen und uns nur mal die Größe davon angucken, dann beträgt die mittlere Breite hier 60 cm. Das ist der Part, wo die Trekkingstöcke sich wirklich außen treffen, und am Kopf- und Fußbereich jeweils 50 cm. Ansonsten gibt es hier eine kleine Netztasche und ich würde empfehlen, für kleinere Leute ist auf jeden Fall diese Liegerichtung hier zu bevorzugen. Ich passe hier sehr gut rein, merke allerdings ein ganz bisschen, ich glaube, wenn ein Kissen noch hier drunter liegt, wird mir das leicht auf dem Kopf liegen. Es passt aber überraschend gut, aber ich habe es gerade schon getestet, man kann sich auch einfach drehen und auf der anderen Seite hat man im Prinzip durch diese festen Aluminiumstangen immer eine Kopffreiheit garantiert. Und hier ist noch ordentlich Platz, ich würde es auf 15 cm benennen, und so passt doch von der Fußlänge her. Es gibt noch 2 Haken, die nutze ich immer sehr gerne in Zelten, um zum Beispiel eine Kopflampe als Licht abends aufzuhängen oder meine Socken zum Beispiel zum Trocknen. Also ich fühle mich auf jeden Fall hier nicht klaustrophobisch, mehr als genug Platz. Ich habe in deutlich kleineren Zelten schon geschlafen und ich finde bei diesem Innenzelt auch sehr gut, dass hier oben dieses Meshgewebe
bis hier begrenzt ist. Das heißt, hier ist wirklich ein deutlich stärkerer Windschutz und es gibt auch Mesh-In-Zelte, die wirklich bis unten mit diesem Fliegengitter da sind. Und da merkt man schon, gerade wenn es sehr windig ist, deutlich, dass der Wind doch unten lang zieht. Ja, und mit Isomatte und Kissen reicht der Platz auf jeden Fall auch sehr gut. Ich habe hier die neue Minimal Edition Isomatte von Decathlon. Auf die und viele weitere Artikel aus der Edition gehe ich auch mal im nächsten Video nochmal genauer ein. Wenn ich mich hier hinlege, merke ich natürlich, dass der Kopf durch das Kissen ein bisschen höher liegt, aber ich fühle mich jetzt hier nicht sehr bedrängt, habe also vorne und hinten noch immer genug Freiraum. Ja, und wenn ich mal das Kissen auf die andere Seite lege, hat man auch hier, wie ich finde, noch genügend Kopffreiheit und auch von der Länge passt das hier im Fußraum sehr gut für mich. Während des kurzen Regenschauers kam dann auf jeden Fall keine Feuchtigkeit so weit ins Zelt rein. Ich wollte es aber noch mal ein bisschen punktueller testen und habe mit einem Wasserschlauch mal wirklich über ein paar Minuten auf spezielle Stellen ein bisschen Druck ausgeübt. Ja, und auch bei 2000 mm Wassersäule hält der Außenstoff auf jeden Fall dicht. Ich konnte danach auch keinerlei Wasser im Zelt entdecken und auch zwischen den Schichten, zwischen Innen- und Außenzelt war alles konstant trocken. Decathlon hat sogar einen eigenen speziellen Windtunneltest durchgeführt, um mal genau die Windresistenz des Zelts zu prüfen. Und da kamen Messwerte von bis zu 70 Stundenkilometer raus, was einer Windstärke von 8 entspricht. Das heißt, die generelle Zeltkonstruktion hält auf jeden Fall sehr Raumwetterstand. Man kann damit exponiert in den Bergen schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Zelt nachgibt oder einbricht. Und dann kann man auf jeden Fall noch einiges an Gewicht sparen, wenn man verschiedene optionale Gegenstände noch zu Hause lässt. Alleine die Packsäcke. Wenn wir die mal zusammen wiegen, wiegt der hier 26 Gramm und da drin noch der kleine Packsack für die Leinen und die Heringe, da sind wir zusammen bei 38 Gramm. Es gibt noch ein optionales Band, um das Zelt im Prinzip weiter zu komprimieren, wenn es im Beutel liegt. Das brauchen wir natürlich auch nicht. Und ich bin noch mal hingegangen und habe ein paar Dinge gefunden, die man auf jeden Fall schon mal ganz einfach abschneiden kann. Dazu zählt auf jeden Fall diese Feuerwarnung, die in jedem Zelt im Prinzip sein müssen. Dann verschiedene Etiketten und Preisschilder und eine Waschanleitung. Da gibt es noch viele kleinere Dinge. Ich habe jetzt nur das Offensichtliche mal genommen. Und es gibt auch noch extra Abspannleinen, die man zusätzlich dort findet. Die brauchte ich auf jeden Fall nicht und glaube auch nicht, dass man die bei normalen Bedingungen auf jeden Fall mit abspannen sollte. Und man kann natürlich auch noch hingehen und die bereits vorhandenen Abspannleinen auf die perfekte Länge kürzen oder sogar noch durch dünnere und andere Abspannleinen ersetzen. Wenn man das erstmal zunächst alles weglässt, spart man sich schon mal 54 Gramm. Am meisten kann man dann aber noch vor allem bei den Heringen sparen. Die sind schon nicht allzu schlecht, 10 Gramm, da ist man deutlich mehr gewohnt bei anderen Herstellern. Aber es werden 10 Stück mitgeliefert, die in den ursprünglichen 920 Gramm schon mit eingerechnet sind. Die wiegen also zusammen 100 Gramm und wenn man die jetzt ersetzt und schon mal 4 davon weglässt, weil 6 Stück reichen eigentlich, und dann zum Beispiel auf die leichteren Swiss Piranha RT90 wechselt, dann landet man dann nur bei 20 Gramm, hat also nochmal 80 Gramm gespart. Ja, und ich habe mich dann gefragt, wie man vielleicht noch mehr Gewicht sparen kann. Und da sind mir noch die beiden Aluminiumstangen eingefallen. Und wenn wir uns die mal anschauen, da wiegt eine alleine rund 25 Gramm, beide zusammen also 50 Gramm. Und ich habe die Konstruktion einfach mal aufgespannt, ohne die beiden Stangen zu benutzen. Und da sieht man sofort, dass man so 5 bis 10 cm Höhe verliert. Und man muss die Leinen natürlich dementsprechend anpassen, also ein bisschen strammer auf jeden Fall festziehen. Und ich konnte dann keinerlei Einbußen bei der generellen Konstruktion oder Stabilität feststellen, habe mich dann auch mal reingelegt. Und wenn man so wie ich mit dem Kopf auf der Taschenseite, nenne ich es mal, schläft, dann merkt man eigentlich fast keinen Unterschied. Da ist immer noch ein bisschen Freiraum an den Füßen auf jeden Fall. Und mich hat das persönlich gar nicht gestört. Wenn man sich jetzt andersrum hinlegen würde, dann würde man natürlich ein bisschen weniger Kopffreiheit haben. Aber für mich war das glasklar. Ich werde mir auf jeden Fall die 50 Gramm sparen und diese beiden Stangen immer zu Hause lassen. Was ich auch noch erwähnen will, ist, dass Decathlon immer eine Reparatur seiner Artikel anbietet und sogar spezielle Ersatzteile für dieses Zelt. Und das findet man wirklich selten bei Herstellern, dass man einzelne Komponenten extra nachkaufen kann. Und bei Decathlon, bei diesem Zelt ist es so, dass wir uns das Innenzelt oder das Außenzelt auch einzeln nachkaufen können, wenn man mal nach vielen Jahren feststellt, da ist irgendwie ein Loch drin, das ist nicht mehr ganz so schön, da ist mal was gerissen vielleicht und man möchte das nicht mehr selbst beheben, dann kann man sich für einen reduzierten Preis diese einzelnen Komponenten wirklich nachkaufen. Zusätzlich gibt es auch ein 30-Tage-Rückgaberecht natürlich und man hat die Möglichkeit, auch wenn man die Artikel über Jahre benutzt hat und die noch technisch einwandfrei sind, die von Decathlon zurückkaufen zu lassen. Natürlich nicht mehr über den originalen Wert, aber wenn man nach 2 Jahren vielleicht wechseln möchte, dann muss man das vielleicht nicht auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen, sondern kann das auch direkt bei Decathlon tun.
Ja, mein finaler Eindruck des MT900 Minimal Editions ist auf jeden Fall durchweg positiv. Ich finde es unglaublich, dass man für 150 € so ein qualitativ hochwertiges Zelt bekommt, was mit diesen Modifikationen, die ich gemacht habe, nur 736 Gramm wiegt und dabei doppelwandig ist. Das findet man wirklich sehr, sehr selten. Wir sind da in der Preiskategorie von, ja, vielleicht Zelten von Lancia, Nature Hike, anderen asiatischen Herstellern. Und vom Gewicht her kommen wir da sehr gut zum Beispiel an ein Luna Solo von Six Moon Designs dran. Das ist aber nur einwendig. Und mich erinnert dieses Zelt an mein erstes Zelt, was ich hatte, ein Gatewood Cape mit einem eigenen asiatischen Innenzelt. Und da kam ich auf dasselbe Gewicht, aber ich muss sagen, die Qualität ist hier besser und es ist deutlich schneller und einfacher aufzubauen. Durch diese ganzen Funktionen und Hilfsmittel, dieses fest verknotete, was das Zelt hat, gefällt es mir auf jeden Fall richtig gut. Und auch die Farbe, ich weiß, weiß gefällt nicht allen. Manchmal möchte man zum Stealth Camping was anderes haben. Mir persönlich ist das nicht so wichtig. Weiß gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich an andere DCF-Stoffe auf jeden Fall. Ja, und auch generell das ganze Material, der relativ dünne Boden mit trotzdem genügend großer Wassersäule von 3000 mm und 2000 außen. Das reicht auf jeden Fall auch. Ich würde es aktuell also nicht nur Einsteigern, sondern auch Fortgeschrittenen als Preis-Leistungssieger wirklich empfehlen. Wenn ihr ein Zelt sucht für leichte Trekking-Touren, eignet sich das meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Man muss bedenken, es ist nicht freistehend. Manchmal vielleicht bei Schutzhüttentouren oder anderen Touren in den Bergen, wo Steine liegen, dann möchte man eher ein freistehendes Zelt. Das habe ich auch und werde das auch weiter verwenden. Aber wenn ich Touren habe, wo ich auf Campingplätzen schlafe, wo ich wirklich wild campe und ich weiß, ich kann dann meine Heringe problemlos in den Boden packen, dann werde ich selber in Zukunft auch dieses Zelt sehr gerne verwenden. Und auch die generelle Philosophie gefällt mir gut bei der Minimal Editions. Da macht man sich auch Gedanken jetzt bei der Färbung um die CO2-Fußabdrücke. Es ist nachhaltig, es kann durch die Reparatur wirklich lange benutzt werden. Das Zelt ist jetzt seit ungefähr einem Jahr bei Decathlon nur im Online-Store erhältlich. Das kann man also nicht in der Filiale mal testen oder angucken. Und es wurde erst mit einer kleinen Menge produziert. Und jetzt nach einem Jahr sieht man, das kommt gut an. Es gab gute Kommentare, gute Bewertungen. Und jetzt gerade wird es auch mit einer größeren Stückzahl nochmal produziert und wird bald auch mehr vorhanden sein. Ich habe gerade noch mal geguckt, es steht fast ausverkauft. Ein paar sind gerade noch erhältlich. Falls ihr draufklickt und es ist kein Bestand mehr da, dann müsst ihr ein paar Wochen warten und es soll dann wohl eine größere Produktion wieder vorhanden sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass generell die Minimal Edition Serie noch weiter ausgebaut wird und noch vielleicht weitere Produkte mit dieser Qualität und diesem Gewicht und dem Preis vor allem an den Start kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.